Mahlzeit, mein Name ist Balfmann und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Diskussion beziehungsweise zu einem Gedankengang von mir und ihr seid herzlich eingeladen, euch an der Diskussion zu beteiligen. Bitte seid nett dazu, denn ich weiß, zu diesem Thema kann man unterschiedliche Meinungen sein und im Normalfall versuche ich immer politische Themen in meinem Kanal auszuklammern, da dies jetzt allerdings auch die Musik betrifft und nicht nur eine Band. Ja, würde ich trotzdem gerne ein paar Worte dazu verlieren. Eskimo Cowboy haben ja mit dem letzten Album so ins Schwarze getroffen und haben seitdem ja wirklich weltweit Erfolg. So richtig durch die Decke ging es mit Hyper Hyper plus diversen Varianten. Auch da habe ich was dazu reacted, aber das nur nebenbei. Und jetzt Pump It ging auch durch die Decke. Und ja, es gab aber jetzt wohl so ein paar Regungen dazu, oder Kritik, dass der Name Eskimo Cowboy vielleicht nicht ganz politisch korrekt ist. Des Weiteren gibt es ein paar Lieder von dem 2012er Album, was sie da rausgebracht haben, wo auch Texte etc. ja nicht ganz 100% korrekt sind. Und diese Songs wollen die Jungs jetzt von der, aus dem Netz nehmen. Ich denke mal, so 100% kriegt man sie nie nicht aus dem Netz, weil wenn sie einmal da sind, aber von so Streaming-Plattformen und von ihrem eigenen Kanal wollen sie die jetzt wohl runternehmen. Und sie überlegen auch tatsächlich, ob sie den Namen Eskimo Callboy ändern. So, das ist erstmal das, worum es jetzt hier in dem Video geht. Ich finde, man kann das aus mehrerlei Hinsicht betrachten. Einmal aus dem wirtschaftlichen Aspekt. Einen Namen wie Eskimo Cowboy, der jetzt gerade erst durch die Decke gegangen ist, den zu ändern, ist wirtschaftlich oder für das Bandimage, für den Markennamen natürlich echt ein Schlag ins Gesicht, wenn sie sich dann irgendwie anders nennen, auch irgendwas mit Cowboy. Man hat diesen Bezug nicht mehr. Die meisten werden es wissen, die meisten werden es erkennen, aber der Name Eskimo Cowboy, der gerade halt einfach für diesen Spaß, Power, Metal, Growling, was auch immer, Elektromix steht, ist dadurch irgendwie nicht mehr das, was er mal war. Das finde ich halt schade, wenn so etwas aufgrund ja, bestimmter Ansichten gemacht wird. Also so eine Namensänderung ist immer schwierig, sowohl für die Band als auch für alle anderen, fürs Merch, andere T-Shirts, Namen etc. Also ändert sich einfach so viel und ist immer, finde ich, sehr, sehr schwierig. Jetzt kommen wir, aber das ist wie gesagt nur so ein anderes, da möchte ich auch gar nicht so lange im Thema bleiben. Was viel schwieriger ist oder was ich halt den Punkt finde, ist, was ist politisch korrekt? Ich sag mal, Eskimo Callboy ist eigentlich nur ein Volksstamm mit einer Berufsbezeichnung. Ne? Das ist eigentlich, finde ich persönlich aus meiner Sicht, und ich möchte damit niemandem zu nahe treten, finde ich das nichts Schlimmes. Das ist so, als wenn man einfach sagt, keine Ahnung, japanischer Callboy, amerikanischer Callboy, deutscher Callboy. Ich weiß nicht, was man daran schlimm finden kann, wenn man ein Land, eine Region oder eine Ethnik mit, jetzt geht schon wieder los bei mir, mit einer Berufsbezeichnung kombiniert, die so an sich ja tatsächlich nichts Schlimmes ist, also nichts irgendwie Diskriminierendes, denn das ist ein Beruf, okay, gesellschaftliches Ansehen des Berufs sei mal dahingestellt, ne? Das kann auch wieder jeder selber für sich betrachten. Aber diesen Namen selber finde ich ja wirklich nicht verwerflich. Es ist halt, ja gut, es ist vielleicht leicht humoristisch, weil diese Kombination sehr, sehr ungewöhnlich ist. Aber es steht ja auch ein bisschen dafür, für die Band, was die für Musik macht, sehr spaßig, etwas anders wie sonst. Und warum dann nicht so einen etwas ausgefallenen Namen, der eigentlich niemandem wehtun sollte? Und jetzt kommen wir zu dem Thema mit den Songs. Das sehe ich ein bisschen differenzierter. Da finde ich, kann man in gewisser Weise, ich weiß jetzt, ich kenne jetzt nicht alle Texte der Songs, aber auch da finde ich, sollte man nicht zu überreagieren. Es gab vor einiger Zeit Serien, die aus dem Programm genommen worden sind, der Streamingdienste, weil sie in Anführungszeichen rassistisch waren oder mit Klischees und Vorurteilen gearbeitet haben. Die aber damals, als sie rausgekommen sind, zu dem Zeitpunkt vollkommen okay und korrekt waren. Und da ist jetzt die Frage, muss man solche Songs, die man damals gemacht hatte und mit denen man wahrscheinlich auch wirklich nichts Böses vorhatte, vom Netz nehmen? Oder reicht es da nicht einfach, wie bei den Serien, so eine Einblendung zu machen? Diese Serie vertritt Ansichten von damals, die zum heutigen Standpunkt
als überholt gelten. Ne? Einfach so eine kurze Erklärung, dass die Sachen nicht mehr aktuell sind und dass man das aber dann trotzdem gucken kann. Und ähnlich ist es halt mit den Songs. Gut, vor dem Song eine akustische Warnung reinzusetzen, ist halt ein bisschen schwierig. Aber wenn die Jungs sagen, hey Leute, das haben wir damals gemacht, da waren wir noch ein bisschen wilder, heute sehen wir das alles ein bisschen anders, das gehört doch zum normalen Leben dazu. Ich selber hatte auch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren eine andere Ansicht. Deswegen muss ich aber nicht deswegen alles, was ich damals irgendwie gemacht, geschrieben und gepostet habe, alles direkt löschen, sondern das ist ja ein Teil der Entwicklung zu meinem jetzigen Standpunkt. Und so ist das auch bei Eskimo Callboy. Sie können ja ruhig sagen, meines Erachtens, die Songs, das haben wir damals gemacht, da waren wir noch ein bisschen wilder, das haben wir auch nicht so gemeint und unser jetziger Standpunkt ist ein anderer. Aber diese Songs dann quasi komplett von den Streaming-Diensten, YouTube und sowas alles runterzunehmen, finde ich halt ein bisschen schwierig. Gerade da auch in der heutigen Zeit immer noch diese Vorurteile sind und niemand ist vor Vorurteilen gefeit oder vor Schubladendenken etc. Das ist halt einfach so. Deutschen sagt man bestimmten ja, Eigenschaften nach. Den Skandinaviern, man sagt auch zum Beispiel, oh, der finnische Metal oder der schwedische Metal ist der geilste. Das ist auch ein Vorurteil, das ist eine Verallgemeinerung. Nicht der finnische oder der schwedische Metal an sich ist besser, sondern vielleicht hat man viele Künstler dort oder sehr viele gute Künstler dort vor Ort. Das heißt aber nicht automatisch, dass das besser oder schlechter ist, sondern nur, dass es eine sehr subjektive Wahrnehmung von einem selber ist und das dann verallgemeinert. Und das ist in der heutigen Zeit auch noch so. Und ich sage euch, das wird in 500 Jahren wahrscheinlich auch noch so sein, weil der Mensch einfach vom Ursprung ein wenig darauf gemünzt ist, Sachen einzusortieren, damit er damit besser umgehen kann. Und wenn man halt denkt, oh, 3, 4 gute Bands aus Schweden oder Mittelalterrock ist mein Genre, dann ist Mittelalterrock halt cool, aber nicht alles aus dem Mittelalterrock ist cool. Und das ist halt eben so dieser Punkt, wo der Mensch sich ganz schnell auf Verallgemeinerungen einlässt und wo ich mir denke, ja, man muss das reflektieren, immer und immer wieder. Das darf sich nicht festsetzen und sollte auch keine Vorbehalte schüren. Aber so mit gewissen positiven oder negativen Vorurteilen sind wir ja alle belastet und auch mit gewissen Aussagen in der Hinsicht. Und da finde ich es halt einfach ganz schwierig. Da sollte man, glaube ich, auch ein bisschen mehr Toleranz zeigen und sagen, okay, Jungs, was habt ihr da gesungen? Das ist aber schon ein bisschen schwierig. Und wenn die Jungs dann sagen, ja, das war damals, das waren wir wilder, da stehen wir nicht mehr hinter oder sowas, das ist nicht mehr unsere jetzige Ansicht, dann ist das okay und dann sollte man das vielleicht auch lassen. Es sei denn, die Texte sind halt wirklich, wirklich schwierig, dass die wirklich zu ja, Gewalttaten aufrufen oder etc. Also so ganz harte Fälle. Aber im Normalfall einfach nur, weil der Song nicht mehr zu 100% politisch korrekt ist, finde ich halt schwierig. Zumal, was ist denn 100% politisch korrekt? Also ich verhaspel mich jetzt schon immer, weil ich halt echt so ein bisschen, ja, darum reden möchte. Ähm, Ne? Also, was ich 100% politisch korrekt finde, findet meine Frau vielleicht nicht 100% politisch korrekt. Also da fängt es doch schon an. Und was mein Kollege total korrekt findet, denke ich mir schon, ist vielleicht nicht so gut. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine politische Correctness, weil sich das permanent ändert. Jeder Einzelne hat eine eigene Einstellung oder Meinung dazu und natürlich auch im Laufe der Gesellschaft ändert sich das. Also sowohl von der Gleichberechtigung, vom Gendern etc. ist immer die Frage, ist das zu viel des Guten? Ist das okay? Wie muss man das bewerten? Und jedes Jahr oder das ist eigentlich ein laufender Prozess, der sich immer variiert. Und nur weil man mal gesagt hat, hier einfach vielleicht so aus Spaß, wie ich das ja auch schon mal in meinen Videos sage, ja, ich darf da nicht, weil meine Frau sagt, erlaubt mir das nicht so aus Spaß, ist das schon dieses Vorurteil, dass die Frauen, ähm, dass die Männer die Kindsköpfe sind und dass die Frauen die vernünftigeren sind? Das ist ja eigentlich auch schon wieder nicht politisch korrekt. Also, und
ich möchte nicht meine ganzen Videos durchgucken für solche Kommentare, die ich womöglich dann auch nur aus Spaß gesagt habe oder aus Unterhaltungszwecken. Ähm, und das dann alles wieder komplett runternehmen, nur weil es dann vielleicht in 2 Jahren auch nicht als politisch korrekt gilt. Ich hoffe und ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich halte das Thema für ziemlich schwierig, das anzugehen. Und deswegen nochmal der Aufruf, wenn ihr in den Kommentaren was dazu schreibt, seid nett zueinander und ja, toleriert auch die Meinung der anderen. Ne? Jeder kann eine andere Meinung haben, toleriert auch ein bisschen die anderen Meinungen. Das ist mir halt persönlich ganz wichtig, aber irgendwie war das Ganze in meinem Kopf heute und ich wollte einfach mal drüber sprechen, was ich davon halte. Und wie gesagt, hin und wieder mache ich ja auch mal auf meinem Kanal hier so ein paar Wortbeiträge. Und ja, mit diesen Abschlussworten verabschiede ich mich jetzt. Bin endlich mal meinen kleinen Redeschwall losgeworden. Und ja klar, ich würde mich auch wieder freuen, wenn ihr mich dann wieder bei den musikalischen Beiträgen besucht oder halt eben bei den nächsten Diskussionsrunden beziehungsweise meinen eigenen Gedankengang. So, ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch viel Spaß. Schaut euch gerne noch ein bisschen auf meinem Kanal um, wenn euch das hier gefallen hat und ihr ein bisschen durchgehalten habt. 2 Daumen nach oben für euch dafür. Und ja, ich bin jetzt raus. Bis dahin, euer Balfemore. Ciao.